Der Zweite Weltkrieg. Der Krieg, er wurde zu einer Riesenmühle, das viele Menschenleben, Menschenschicksale und Länder gemeilt hat. Das war nicht nur ein Krieg der Menschen, sondern ein Krieg der Ideologien und Technologien. Ein Krieg um Leben und Tod. Nach der Oktoberrevolution 1917 stürzte das Imperium ab. Viele der herausragenden Leute emigrierten ins Ausland. Das junge sowjetische Reich baute seine Zukunft. Alle, die das Land verlassen haben, arbeiteten für andere Länder in der Hoffnung, irgendwann mal zurückzukehren. Russland hatte immer sehr viele Erfinder. Einer davon, der Surin Alexei Michailowitsch, ein Russe. Er beendete eine Universität in Kiew und eine Artillerieuniversität mit dem Offiziersrang. Er nahm teil am Bürgerkrieg an der Seite der weißen Truppen. Er wanderte nach Tschechoslowakei aus. Panzerkampfwagen 38 ist das Kind eines russischen Konstrukteurs. Richtig? Ja. Das ist ein russischer Panzer, das gegen Sowjetrussland gekämpft hat, wurde für tschechische Armee Mitte 30er entwickelt. Richtig heißt der LTVZ 38. Kubinka hat viele Trophäenpanzer. Damals hatte Nazi-Deutschland sich noch nicht so nah an Europa herangemacht. Der Panzer 38 wurde am tschechischen Werk ČKZ entwickelt und wurde hergestellt und weiterentwickelt am Werk Skoda. Länge 4619 mm, Breite 2135 mm, Höhe 2252 mm, Clearance 400 mm. Der Panzer hatte viele in europäische Länder interessiert, aber nach März 1939 hatte Hitler ihn nur für sich beansprucht, nach der Okkupation von Tschechoslowakei. Nach seinen grundlegenden technischen Daten hat der Panzer die damaligen deutschen Panzer 1938-39 übertroffen. Im Vergleich zu deutschen Panzern der damaligen Zeit war der Panzer sehr robust, zuverlässig und modern. Танк. Die Komponierung ist klassisch. Im Heck ist der Motor angeordnet, der Marke Praga. Ein flüssigkeitsgekühlter Sechszylinder Reihenmotor, Vergaser, der 125 PS bei 2100 Umdrehungen pro Minute leistet. Die Bewaffnung war für damalige Zeit sehr ernst. Eine halbautomatische 37 mm Kanone A7 mit einer Lauflänge von 42 Kaliber und zwei MGs des Kalibers 7,92 mm VZ 35. Munitionsvorrat bestand aus 72 Schuss für die Kanone und 2700 Schuss für MGs. Panzerung war für Ende 30 sehr gut, Wanne frontal bis zu 25 mm, die Seiten 15, Heck 12, Dach 10 und Boden 8 mm. Die Panzerung des Turms je nach Ausführung 15 bis 25 mm. Der Panzer war für Infanterieunterstützung sowie für Aufklärung geeignet. Die Besatzung bestand aus 4 Mann. Es war genug für effektive Arbeitsteilung. Der Turm sehr eng. Es ist aber ein leichter Panzer. Der Panzer nahm teil an Polen-Feldzug und Frankreich-Feldzug. Die Konstruktion des Fahrwerks war ausreichend effektiv und evolutionär. 4 gummierte Fahrrollen jede Seite, aufgehängt auf halbelliptischen Blattfedern paarweise. Ebenfalls 2 Stützrollen je Seite und vorderen Rollen sind Antriebs- und Richträder. Dieses von Surin entwickelte Fahrwerk hatte den Panzer selbst überlebt. Es wurde angewendet bei Entwicklung von verschiedenen Selbstfahrlafetten, Panzerfahrzeugen, wie zum Beispiel Hetzer und anderen Abschleppfahrzeugen. 1, 2, 3, 4, 5. 5-stufiges Automatikgetriebe. Auf der Straße erreicht der Panzer ca. 40 km/h, im Gelände ca. 20. Etwas ungewöhnlich hier, die Hebel sind seitlich befestigt.
Mit dieser Geschwindigkeit kam der Panzer 1941 nach Sowjetunion. Hier kamen seine Nachteile zur Geltung. Genierte Panzerung war nicht ausreichend fest gegen das 45 mm Geschütz und der Panzerstahl war nicht der besten Qualität. Nach der Erinnerung der deutschen Panzerfahrer, bei einem Treffer von einer Granate haben die Splitter und Nieten im Innenraum mehr Schaden angerichtet als das Geschoss selbst. Der Panzer wurde hergestellt 1939 bis 1942. Es wurden ca. 1.500 unterschiedlicher Modifikationen gebaut. Der Panzer wurde verwendet in Bulgarien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Peru und UdSSR als Trophäenpanzer. In der peruanischen Armee, so heißt es, wurde der Panzer bis zu 1988 verwendet. Der Entwickler des Panzers, Alexei Michailowitsch, wurde nach der Kapitulation von Deutschland verhaftet und von NKWD verhört. Er wurde von der Kooperation mit Nazis aber freigesprochen und wurde freigelassen. Nach dem Krieg hat er weiter fleißig Technik konstruiert. Ich denke, wir haben noch einen Mythos über hervorragende ausländische Konstrukteure und Entwickler aufgehoben. Russland wird immer reich sein mit Erfindergeist und Heimatbeschützern.